Die Adjektivdeklination im Deutschen kurz und einfach erklärt. Um den Genus, der, die, das oder den Kasus, Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv anzuzeigen, brauchen wir entweder den Artikel oder das Adjektiv, wenn man das bei einem Artikel nicht deutlich sehen kann. Beispielsweise der schwarze Kaffee, die große Schule, das rote Auto. Siehst du, der, die, das ist hier klar ersichtlich, deswegen ist die Adjektivdeklination genau die gleiche. Und um jetzt den Plural, die, mit dem Feminin, die zu unterscheiden, ist die Adjektivdeklination auch anders. Zum Beispiel die große Schule, die großen Schulen oder die schwarzen Cafés, die netten Leute und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen anderen Kasus haben, zum Beispiel in der großen Schule oder in dem schönen Haus, dann haben wir den Marker wieder auf dem Artikel, hier ein M oder ein R, und dann haben wir auf dem Adjektiv genau die gleiche Endung. In der schönen Schule, in dem großen Haus und so weiter und so fort. Oder wenn ich jetzt einen Plural habe im Dativ, dann sage ich in den schönen Schulen. Siehst du, gleiche Endung. Einfach nur, der Marker ist auf dem Artikel und deswegen ist dann die Adjektivdeklination genau die gleiche. In diesen großen Parks gehe ich gerne joggen und so weiter und so fort. Okay, was mache ich jetzt, wenn ich zum Beispiel einen unbestimmten Artikel habe? Gleiche Logik. Ein schwarzer Kaffee, eine große Schule, ein rotes Auto und so weiter und so fort. Ich sehe hier nicht klar, weil ich ein und ein bei Maskulin und Neutrum habe. Ich sehe da nicht klar, was für einen Kasus ich habe oder auch was für einen Genus ich habe. Deswegen ist es hier auf dem Adjektiv viel deutlicher. Ein großes Auto oder zum Beispiel ein schwarzer Kaffee. Dann ist es das Auto und der Kaffee. Und was ist jetzt beim Plural? Dann hätte ich zum Beispiel große Autos, viele schwarze Cafés oder nette Leute. Hier siehst du, hier haben wir vorne keinen Artikel, der uns zeigen kann, dass es ein die, ein E ist. Ja? Deswegen haben wir das E auf dem Adjektiv. Schöne große Bücher, zum Beispiel interessante Apps. Hier siehst du, vorne ist kein Artikel und nur das E ist dann auf dem Adjektiv. Die gleiche Regel gibt es dann, wenn wir kein plus Nomen verwenden. Zum Beispiel, das ist kein schwarzer Kaffee, das ist kein rotes Auto. Und wenn wir jetzt den Plural haben, sagen wir, das sind keine roten Autos, weil das E vorne schon zeigt, dass es Plural ist. Keine roten Autos. Anderes Beispiel, dann haben wir Akkusativ und das maskuline Nomen. Also der Rest ist ja genau gleich wie bei Nominativ, nur maskulin ändert sich. Ich sage dann, ich trinke einen schwarzen Kaffee, dann ist es einen und deswegen haben wir dann die gleiche Endung, schwarzen Kaffee, einen schwarzen Kaffee. Wenn ich dann weitergehe und den Genitiv nehme, dann könnte ich sagen, das ist das Buch eines berühmten Autors. Hier haben wir wieder das eines, wir sind den Marker und deswegen haben wir dann berühmten, wieder ein N. Oder das ist das Buch einer berühmten Autorin. Hier haben wir also die Autorin und wir haben wieder den gleichen Marker, weil wir hier den Marker deutlich auf dem Artikel sehen. Noch ein paar Beispiele mit dem Genitiv ohne Artikel. Die Eigenschaften guten Kaffees oder die Farbe frischer Milch. Siehst du, hier ist die Deklination anders und es gibt einen Grund dafür. Denn die Eigenschaften schwarzen Kaffees ist hier maskulin und bei Kaffee gibt es noch das S, das Genitiv S und deshalb bleibt die Deklination im sogenannten Default Mode, also EN. Und bei Feminin ist das nicht der Fall, deswegen wird daraus ein ER. Die Farbe frischer Milch. Ich hoffe, es war hilfreich. Schreibt mir in die Kommentare, welche Videos ihr sehen möchtet, was ich erklären soll und wir sehen uns im nächsten Video.